Da sind wir wieder in den Wolken. Jo, das ist das Wetter seit 16 Stunden. Wolken, Nebel, Regen. Gestern war es noch sauwindig, zumindest hat das aufgehört. Ja, aber scheiße ist es. Wir hoffen auf Besserung. Mal gucken, ob das gelingt. Wird gerade noch Käffchen gekocht. Wir fühlen uns hier ein bisschen wie im Zauberwald. Komische Gewächse. Es ist ja alles ein Baum. Geht hier hoch, hier über den Weg. Da hat er sich getrennt und geht dann hier auch nochmal 2 dicke Stämme nach oben. Krass. Und heute Nacht kann er anfangen zu sprechen. Unschwer erkennbar, wir sind unterwegs. Wir haben es aus dem Wolkenloch geschafft und sind jetzt hier auf 1300 Meter Höhe. Aber das war ein ganz schöner Kampf. Und das hier sieht irgendwie auch uncool aus. Da muss ich auch rüber. Dazu brauche ich, glaube ich, 2 Hände. Wir sind um 12:40 Uhr, Ich glaube schon. glaube ich, los. Also super spät. Naja, aber es hat sich zumindest gelohnt, weil seit 1-2 Stündchen haben wir auch immer wieder mal Sonne und hier oben auf der Höhe ist einfach nur noch geil. Jo, und jetzt geht es auch schon an die Schlafplatzsuche. Wir hoffen, dass wir schnell was finden. Es ist nämlich schon 17:29 Uhr. Wird Zeit, reicht für heute. War irgendwie mental ganz schön anstrengend. Also nicht loszukönnen und irgendwie da in dem Driss drin zu stecken, war scheiße. Bis später. Ja. Guten Morgen. Es ist 9:11 Uhr. Wir sind jetzt wieder on the road. Haben gerade unseren Nachtspot verlassen. Der war eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ein kleines Gewässer mit Fischen neben uns. Einen schönen Blick über die Wolken. Schöner Sonnenuntergang gestern. Aber da
in direkter, unmittelbarer Nähe ein Wasserstaubecken war. War drumherum alles so ein bisschen abgerodet, das war schade, aber nichtsdestotrotz, wir waren windgeschützt. Es hat nicht geregnet. Natürlich war es trotzdem ultra nass im Zelt aufgrund der Temperatur. Also draußen waren es 2,5 Grad. Trotzdem war die Nacht soweit in Ordnung. Irgendwann kamen nachts auch ein paar Kühe vorbei. Die sind aber glücklicherweise an uns vorbeigezogen. Ja, von dem her sind wir eigentlich ganz gut dabei heute. Wir wurden auch sofort mit viel Sonne belohnt. Das heißt, aus dem Zelt raus, uns noch einen abgefroren. Aber dann relativ schnell kam die Sonne rum. Und wir konnten das auch ein bisschen genießen. Und vor allem uns wärmen, weil, wie gesagt, es war echt ganz schön kalt nachts. Ja, und ansonsten sind wir jetzt hier gerade auf so einem kleinen Weg, versuchen unsere eigentliche Route wieder zu finden, weil wir eben für die Übernachtung ein bisschen den Weg verlassen mussten. Ja, denken aber, das geht alles gut. Und dann geht's heute weiter. Ja. Wo geht's heute hin? Heute geht es weiter geradeaus. Ich weiß gar nicht genau wohin. Zum Einstieg des PR12 auf jeden Fall. Ja. So viel Strecke sollten wir auf jeden Fall machen. Da ist noch ein Trekking-Camp. Ob wir da schlafen, werden wir noch sehen. Und jetzt geht es aber erstmal weiter. So ist es. Da lang! Perfekt. Tada! Jetzt sieht man erstmal, in was für Wolken wir manchmal so drin stecken. Das ist wirklich der Wahnsinn. Es ist einfach krass. So. Und das da ist übrigens der Pico Revo, auf dem wir vor ein paar Tagen waren und auch geschlafen haben. Ja, also da sind wir einfach so durchgehuscht. Ging gerade noch so klar. Aber da hinten, no way. Bedeutet, Regenjacke an, Kapuze ist drauf, genau. Und dann würde ich sagen, rein ins kühle Nass. Viel Glück! Oh, Backe. Und ist auch noch rutschig hier unten. Wäre gut, wenn man nicht hinfällt. Es ist wirklich schmierig. Also das ist einmal komplett nass. Einmal tut die Kompletti im Eimer. Fuck. Schuhe
Wieder nass. Gerade trocken gewesen. Oh Mann. Gut. Na, dann wäre das doch für heute auch mit den nassen Schuhen. Ja, Hat sich erledigt und das gehört ja hier auch zu dieser Reise dazu. Ein Tag ohne nasse Füße gibt's ja nicht. Also alles beim Alten. Schön. Also hier unten ist richtig ausgehöhlt. Ha? Hier unten der Weg ist schon richtig ausgehöhlt. Guten Morgen. Wir sind gerade aufgestanden. Räumen jetzt gerade noch die letzten Dinge ein. Und wir wollten mal zeigen, wo wir heute Nacht geschlafen haben. Das ist hier oben so eine kleine Plattform. Möglicherweise mal endlich mit Sitzgelegenheiten, sodass wir draußen kochen konnten. Und hier geht es noch zu einem Aussichtspunkt. Und wir sind hier wirklich umgeben von einer super tollen Bergkulisse. Also das ist schon richtig geil gewesen. Ja, gestern war es auf jeden Fall ein wilder Tag. Wir sind von der Sonne wachgeküsst worden und konnten ganz toll unser Zelt in der Sonne trocknen und Kaffee in der Sonne genießen. Es war wunderbar, wunderherrlich. Endlich mal ohne nass zu sein, ohne in den Wolken zu sein. Und sind dann den ersten Weg einer Levada entlang. Das war auch super spannend, weil die diesmal nicht so zugewachsen war, sondern relativ frei und wir die ganze Zeit an der Bergflanke entlang sind. Und haben dann nochmal eine Pause gemacht. Da war es aber schon, ich weiß nicht, halb zwei oder was. Und danach ging es auf den nächsten Levada-Weg. Und der hat es in sich. Wir werden ja gerade so schön getrocknet. Und dieser Weg hatte aber einfach mal, ich weiß nicht, 8 Wasserfälle oder was, durch die wir aber durch mussten. Also keine Chance, um da trocken zu bleiben. Weder Regenjacke noch Regenrock haben da das Nötige getan, sondern Rucksack wieder nass, Schuhe nass, Socken nass. Also eigentlich irgendwie der ganze Bums wieder von vorne. Ja, und so schön durchnässt sind wir dann auf einen etwas kleineren Weg abgebogen, den man wahrscheinlich gar nicht unbedingt Weg nennen kann, weil eigentlich war das eher ein Durchkämpfen durch den Dschungel. So kann man es wirklich sagen. Zunächst über dichte Sträucher, die irgendwie bis über meinen Kopf gingen, durch die man hindurch musste. Und später ging es dann auch noch steil ab. Also ich weiß nicht, ihr müsst euch vorstellen, irgendwo von da oben sind wir wohl gekommen. Und es war super steil.
und super, ja, wie gesagt, zugewachsen. Weg, ja, erkennbar, aber jetzt auch nicht irgendwie super optimal. Und das war schon 1,5 Stunden echt Tortur, da runterzukommen. Noch zweimal einen Fluss quer. Also alles dabei, was man dann eigentlich irgendwie auch gar nicht mehr braucht. Ja, und dann dachten wir haben ja unser Zwischenziel erreicht oder jetzt zumindest mal wieder die nächste kleine Zivilisation. Das war unser Fixpunkt und dann haben wir sie zwar gesehen, aber der Abstieg dahin war nochmal irgendwie schwierig. Also der erste Weg, den wir gehen wollten, der war einfach nicht auffindbar. Den konnten wir 100 Meter gehen und dann hat er seine Spuren verloren. Und dann haben wir einen anderen Weg gewählt und der war genauso wild und zugewachsen und vorbei an wahnsinnigen Zitronenbäumen mit solchen dicken Zitronen dran, also das kann man sich nicht vorstellen. Und in langen Dornen, Sträuchern. Also wir sahen danach aus, zerkratzte Beine, blutige Beine, nochmal ausgerutscht, aufgeschrammt, blaue Knie. Also es war auf jeden Fall super wild. Und final kamen wir dann irgendwo gestern hier aus dem Berg raus. Wir hatten noch so eine kleine Levada gefunden, der wir gefolgt sind. Aber das war schon, das war echt krass. Also wir waren so halb froh, dass wir das dann hier gefunden haben und haben dann auch uns erstmal gewaschen. Wir sahen aus wie Schweine und gegessen und ja, dann hier auch das Zelt aufgebaut. Das Zelt hat dann hier gestanden zwischen den 2 Sitzmöglichkeiten. Das war auch soweit bequem. Die Beleuchtung hat ein bisschen gestört, aber mein Gott, so ist das halt. Ja, also wilde Fahrt von Anfang bis Ende. Aber ja, das passiert, wenn man dann halt die Touristenpfade verlässt. Aber dafür sind wir ja auch da. Wir wollen Abenteuer. Und ja, jetzt packen wir noch unseren Rest ein. Und dann geht's wieder on the road. Tschö. Da unten, da kommen wir her. Und jetzt geht's hier die Bergflanke entlang. Und da hinten sieht man auch noch ein Stück weiter. Und dann geht's darüber. Und dann hoffen wir, dass wir schnell vorwärts kommen, weil heute Abend drohen heftiger Wind und ich glaube 5 bis 10 Liter Niederschlag auf den Quadratmeter. Also wir sollten hier schnell drüber kommen, um dann ins Trockene zu kommen. Frisches, klares Bergwasser. Anstrengend? Ich finde es anstrengend, ja. Ist es auch. Aber wir haben es gleich.
Ja. Ich glaube nur noch bis da vorne. Der Nebel da um die Ecke. Ja. Ich glaube auch. Ja, na, geht nur noch runter. Super. Es ist wieder soweit. White TV. Da geht es jetzt für uns hin nach Corral de Freiras. Da haben wir für heute Abend eine Übernachtung, eine Unterkunft gebucht, um den Starkregen aus dem Weg zu gehen und nicht abzusaufen. Guten Morgen! Wir haben die sehr stürmische und regenreiche Nacht überstanden, hatten hier in Corral de Freiras unsere Unterkunft und jetzt kann man ganz schön sehen, wo wir gestern eigentlich dahergekommen sind. Hier hinten aus dieser Lücke und dann den Berg hier runter bis zu den Häusern hier. Und dann, das sieht man nicht so gut, nochmal so ein bisschen durchs Tal, nochmal einen steilen Anstieg hoch, bis wir dann letztendlich in Corral de Freiras waren. Wir waren kurz vor 3 waren wir da, haben dann natürlich erstmal unseren Hikerhunger gestillt, satt gegessen und sind danach dann in unser Apartment eingecheckt. Und waren froh über eine heiße Dusche. Die letzten Nächte waren ja doch etwas kälter und nässer und konnten alle unsere Sachen trocknen. Das war super. Sind gestern auch beim Abstieg noch ordentlich nass geworden. Also es hat richtig angefangen zu regnen. Regenrock und Regenjacke mussten herhalten. Und ja, aufgrund dessen, dass wir hier übernachtet haben, müssen wir jetzt natürlich so ein bisschen unsere Route anpassen. Eigentlich wollten wir dann hier wieder aufsteigen auf den zweithöchsten Gipfel der Insel, auf den Pico Arrero, auch um die 1800 Meter. Aber das wird für den letzten Tag dann doch alles etwas zu viel. Danach dann mich noch wieder runter nach Funchal, das wäre nicht machbar, nicht schaffbar. Deswegen wählen wir jetzt mehr oder weniger den direkten Weg nach Funchal. Das sind auch bis zu unserem Hotel an die 20 Kilometer. Geht jetzt hier erstmal schön den Berg hoch. Naja, irgendwo da oben werden wir dann rauskommen. Verdienter Kaffee. Wie lange sind wir schon unterwegs? Seit 8:30. Seit 8:30 und jetzt ist es 12 Uhr. Viertel nach 12. Und es geht nur Straße. Also es gibt leider keinen anderen Weg aus Corral de Freiras runter nach Funchal. Das heißt, es geht ordentlich auf die Füße und die Sonne knallt hier unten auch ordentlich. Man sieht, wir haben strahlend blauen Himmel.
Deswegen haben wir uns kurzerhand entschieden, nachdem wir gerade von gefühlt 100 Hunden angebellt wurden, 20 Minuten lang, machen wir jetzt mal eine Pause. Hier ist schön ruhig, trinken Kaffee, trinken auch noch eine Cola und dann geht es auf die letzten 7 Kilometer bis zu unserem Hotel. Das liegt etwas außerhalb von Funchal, aber wir müssen erstmal quer durch Funchal durch. Und dafür gibt es jetzt noch die Stärkung. Geil.